Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es darum, dieses Material hier zu erstellen. Und die Inspiration kam mir bei einem anderen Video, das habe ich teilweise übernommen. Ich werde es euch in der Videobeschreibung verlinken und dann könnt ihr bei ihm auch vorbeischauen. Das Video bezieht sich allerdings auf Eevee und ich habe das Material jetzt ein bisschen umgeändert, dass das auf Cycles gut aussieht und funktioniert. Und dann lasst uns mal direkt reinstarten. Dann fangen wir mal an. Wir entfernen unseren Cube, fügen eine UV-Sphere hinzu, machen einen Subdivision Surface drüber, setzen wir auf 2 und dann noch rechte Maustaste Shade Smooth. Den tun wir noch applyen, fertig. Dann gehen wir hier auf den Shader Editor. Hier oben wechseln wir auf den Viewport, auf den Rendered Viewport. Und ja, jetzt haben wir hier unser Licht. Kamera, das gucken wir gleich. Licht werden wir brauchen, Kamera weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall machen wir dann ein neues Material erstellen und sagen neu. So, dann machen wir oder fangen wir mit den Cracks, mit den Rissen an. Und dafür fangen wir jetzt mal mit einer War-Neu-Textur an. Die setzen, wenn ihr jetzt den Node Wrangler installiert habt, habe ich wieder vergessen. Tab Preference, Add-ons, Node Wrangler, wenn ihr den installiert habt, einen Haken drin habt, dann könnt ihr jetzt mit Shift, Control und linke Maustaste jeweils die Nodes auswählen und dann zeigt er euch an, wie es diese Node quasi macht. Und jetzt wechseln wir hier auf Distance to Edge. Das heißt, wir haben jetzt hier entsprechend die Linien und die erhöhen wir jetzt mal vom Scale auf 9. Dann machen wir oder dann lassen wir den Rest und fügen jetzt eine Color Ramp hinzu, um das Ganze etwas klarer zu definieren. Und wir gehen ziemlich nah rüber an den schwarzen. Sagen wir, komm, wir machen jetzt einfach auf 0,05. So. Und weil jetzt sieht das ja ziemlich statisch, ziemlich ja, fest aus. Und das wollen wir jetzt ein bisschen noch auflockern mit einer Noise-Textur, mit einer Mix Color. Und dann gehen wir auf die Noise-Textur und drücken Shift Ctrl T und damit haben wir das Mapping und die Texture Coordinate und den zweiten ziehen wir hier in den Eingang B und den ersten, den Faktor, in Eingang A. Und hier gehen wir wieder auf die Noise-Textur und da sagen wir jetzt mal, wir gehen hier auf 15. Hier scrollen wir komplett hoch und hier machen wir etwas höher mit 0,55 und damit ist das relativ rau. Und um dann hier die beiden zu kombinieren, gehen wir mal auf 0,85. So, und
Und das ziehen wir dann nach hier in den Vektor. Und dadurch haben wir jetzt hier die Risse alle ein bisschen. 1, 2 sind gröber und 1, 2 sind, oder die meisten sind dann schön verschachtelt. So, das sind jetzt quasi die Cracks und deswegen machen wir hier einen Frame rum. So, so, und den nennen wir dann hier Cracks. Fertig. Damit ist der erste Teil quasi getan. Und nun wollen wir natürlich noch ein Basismaterial haben, was dann dazwischen ist. Und dafür nehmen wir jetzt hier die Principal BSDF und nehmen eine Farbe, die nah am Schwarz dran ist. Und dann nehmen wir mal 14, 14, 14 FF. So, die ist nicht ganz schwarz, aber fast schwarz. Dann die Roughness gehen wir hoch auf 0,85. Und das war's im Grunde hiermit. Mit der Principal BSDF. Dann möchten wir natürlich, der Untergrund soll nicht ganz glatt sein. Deswegen nehmen wir wieder eine Noise-Textur. So, die wählen wir wieder aus. Da lassen wir Scale auf 5, Detail gehen wir hoch und Distortion gehen wir auf 0,2. Also dann, damit das etwas klarer oder etwas schärfer wird, von der Abgrenzung schwarz zu weiß, nehmen wir wieder eine Color Ramp. Da flippen wir jetzt die Farben. Und den weißen ziehen wir hoch auf 0,325. So, schwarz lassen wir. Dann nehmen wir als nächstes eine Mix. Ups. Eine Mix Color. Da nehmen wir das jetzt in den Faktor und die Color von hier oben wird hier unten Farbe A und die Farbe B machen wir komplett schwarz. So, dann haben wir hier dementsprechend unterschiedliche Schwarztöne, Grautöne, hellere Töne und da nehmen wir dann jetzt unsere Bump Node. Hier müssen wir dann wechseln auf Height. Und jetzt sehen wir schon hier die Cracks, wie sie sollen, gehen nach innen. Ansonsten müssten wir hier mit Invert arbeiten. Jetzt geht es nach oben, aber wir wollen es ja nach unten haben. Dann den stellen wir auf 1 und den auf 0,8. Müsst ihr für euch gucken, was ihr da lieber haben möchtet, um das dann anzupassen. Dann gehen wir von dem Normal auf den Normal und dann können wir hier wieder auf die Principal BSDF gehen und so haben wir jetzt unser schwarzes Material mit den Cracks drin. So, schieben wir die noch ein bisschen zusammen. So, und das ein Frame. Und die nennen wir jetzt mal Surface.
So. Gut, dann kommt der nächste Punkt. Das werden die Cracks an sich sein. Und dafür machen wir einmal eine Mask und einmal die Farbe für die Cracks. So, fangen wir mit der Mask an. Oder vielmehr fangen wir mit der Mask an. Und zwar machen wir dafür wieder eine Noise-Textur. Dann eine Color Ramp und eine Mix Color. So. Gehen wir wieder auf die Noise. Und die Noise lassen wir auf 5 stehen. Dann 15, also wieder Maximum 15 und Distortion machen wir wieder auf 0,2. Von da gehen wir dann hier in die Color Ramp. Hier flippen wir wieder die Farben. So. Schwarz ziehen wir auf ungefähr hier, sage ich mal. Und den weißen gehen wir mal nach hier ungefähr. Und von dem gehen wir jetzt auf den Faktor. Und dann ziehen wir den von den Cracks auf Farbe A. Und die zweite Farbe machen wir komplett weiß. So haben wir nämlich jetzt nicht alle Cracks. Sieht man jetzt, manche sieht man hier und andere sieht man nicht. Und dadurch haben wir jetzt nur teilweise die Cracks sichtbar und schaffen daher einen, mir fehlt das Wort. Das sieht auf jeden Fall besser aus. So, das nennen wir dann, machen wir wieder ein Frame rundherum. So, den nennen wir jetzt Cracks Mask. So. Dann haben wir die Mask fertig. Jetzt nehmen wir im Grunde nochmal alles. Können wir dann alles einmal Shift die kopieren, setzen wir hier hin. Die Mix nehmen wir weg, entfernen und sagen dafür Emission. So. Dann ändern wir den auf 95. Detail lassen wir auf 15. Distortion setzen wir auf 1,2. Der Rest bleibt da. Dann hier gehen wir mit Backspace zurück, setzen es auf Standard und sagen Plus für eine dritte Farbe. Dann nehmen wir als erste Farbe einen FF EC AFFF. Das ist ein sehr helles, rot-gelb. Dann für die zweite Farbe nehmen wir ein starkes Rot. Da habe ich mich für BC 0D0 7FF entschieden. Und für die dritte Farbe habe ich mich für ein starkes, kräftiges Gelb, sehr dunkles Gelb entschieden. Das ist FFC 906 FF. So. Und das sähe dann ziemlich weird so aus. Die geht dann in die Emission rein und dann können wir die Strengths hier anpassen und sagen jetzt mal
25.000. Dadurch wirkt das jetzt erstmal heller. Aber wir packen das jetzt alles in eine Mix Shader hinein und sagen dann, das hier wird der Faktor und das hier wird der Shader, der zweite Shader. So haben wir jetzt unser grobes Gerippe und in manchen Teilen dann unser Material, was wir hier eingestellt haben. Und das Cracks Mask ändern wir jetzt noch eben um in Cracks Color. So, dann ziehen wir die beiden noch einmal ein bisschen hier rüber. So, den noch ein Stückchen rüber. Und damit hätten wir das reine Grundmaterial erstellt. Man kann dann hier auch noch sehr gut wieder mit Emission, mit der Stärke rumspielen und das dann etwas dunkler machen oder relativ grell, hell. Und ich finde 25 passt da ziemlich gut, was auch 14 fand ich war auch noch ziemlich cool, ist etwas dunkler, aber oder 20 nimmt man Mittelwert. Ich lasse es jetzt mal auf 25 und so haben wir einen schönen Wert. Das wäre jetzt für mich eigentlich so das Hauptmaterial erstmal, womit man gut arbeiten kann. Und dann möchte ich jetzt allerdings noch eine Kleinigkeit machen, die mir noch sehr gefallen hat, weil das könnte man auch gut als Planet benutzen und deswegen möchte ich noch eine Atmosphäre hinzufügen. Und dafür nehmen wir hier nochmal Shift-D, so ein Shader, und sagen dann einen Fresnel und ein Toon Shader. So, und dann nehmen wir den Fresnel als Faktor und nehmen dann hier den Toon Shader als Shader. Und jetzt sieht man hier, wo das Licht drauf leuchtet, hat man quasi einen Punkt, sieht man wie so eine Atmosphäre da drüber liegen. Und da wir jetzt da quasi das Rötlich haben, machen wir hier noch eine Farbe und da nehme ich mal, oder habe ich genommen E78 F4 FFF. So, ist auch ein Orangeton. Dann Size lassen wir auf 0,5 und hier packen wir mal auf 3. Und dadurch sieht man schon hier so ein Schimmer mit dabei. Und jetzt kann man hier drüber feststellen, wie stark der sein soll. Nur so 1,2, so relativ schwach. Oder wenn man hochgeht, geht es immer weiter. Dementsprechend, wo das Licht hin leuchtet. Und ich finde, so ein 1,2 trifft es relativ cool. Dann hat man nämlich hier ist nämlich schön dunkel. Und hier vom Licht hat man dann so eine Atmosphäre rundherum. Man kann das natürlich auch ein bisschen höher setzen, so, dann hat man ein bisschen mehr Atmosphäre. Ja, dann würde ich hier auch wieder einen Frame drumherum setzen. Das Ding dann muss Atmosphäre nennen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig geschrieben. So.
Und um jetzt noch etwas mehr Tiefe reinzubringen oder für spezielle Sachen, habe ich noch eine schöne Sache, die mir sehr gefällt. Und zwar das ist mal wie immer oder wie ich den auch gerne verwende, der Displacement. Displacement und dann eine Color Ramp. So. Und dann ziehen wir von hier in die Color Ramp. Und damit haben wir wieder hier unsere Cracks. Und den schwarzen machen wir auf irgendwas, finde ich gut, passt gut von 0,2. Dadurch hat man jetzt schon gesehen, ist etwas dunkler geworden. Oder 0,4, noch ein bisschen stärker. Und den zieht man jetzt in den Height hinein. Und dann habe ich hier den Level auf 1 gepackt und den auf 0,15. Und dann den und hier auf Displacement. Jetzt sehen wir noch nichts. Wir müssen dann hier noch auf Material gehen, Settings und dann Displacement and Bump. Und so haben wir jetzt das da, wo die Cracks sind, das dementsprechend auch einfällt. So, und wenn ich jetzt den hier nochmal sage 0,2, ist es deutlich weniger. Und so kann man sich das jetzt noch ein bisschen einstellen. Ups, verziehen wollte ich ihn jetzt nicht. Hier kann man das schön ein bisschen einstellen. Ich lasse jetzt mal auf 0,2, ist ja cool. Und dann machen wir noch einen Frame. Und nennen den Displacement. So, und damit wäre das Material jetzt komplett und fertig. Was man dann jetzt machen kann, wie man es nutzen möchte, kann einfach dann je nach Situation Displacement muten mit M oder dann auch den Atmosphere muten und dann hat man wieder das ganz normale Material. Oder Displacement dann an, hat man das Material mit Displacement, wenn man halt eben so dieses Planetenmäßige nicht haben möchte. Und so hat man ein Material, was man für verschiedene Möglichkeiten benutzen kann. Und was dann noch interessant ist, man kann halt eben auch die Farben noch ändern. Deswegen speichere ich mir den jetzt erst einmal ab. File, Save As und seine Daten. Und ich nenne den mal Cracked Surface 01. Ja. Save. Damit habe ich das jetzt erstmal so abgespeichert. Und jetzt kann man sagen, zum Beispiel, wir nutzen andere Farben und nutzen jetzt einfach mal hier einen E2 FF 57 FF, ist ein helles Grün. Dann hier ein kräftiges Grün mit 06 BC 02 FF und hier machen wir
einen grün-bläulichen Ton und sagen einfach 00 FF 96A FF. Irgendwo einen Fehler gemacht. 00 FF 9A FF. So, jetzt richtig. So, und dann könnte man hier jetzt für die Atmosphäre sagen, wir nehmen hier dann noch ein AA8 E77 CFF. So, da müssen wir nur die Atmosphäre wieder entmuten und dann haben wir hier einen schönen grünen Kryptonit-Planeten oder einen Kryptonitball, den wir in einem Projekt benutzen können. So, könnt ihr auch gerne so benutzen. Macht damit, was ihr wollt. Und viel Spaß damit auf jeden Fall. So, dann speichern wir noch einmal. Save. Und dann wollen wir natürlich das Material auch in unsere Bibliothek aufnehmen. Das heißt, als erstes geben wir dem Material einen Namen und das nenne ich jetzt Cracked Surface 01. Und ja, speichere ich noch einmal. Save und dasselbe mache ich jetzt mit dem ersten auch nochmal, weil ich finde das Orange irgendwie cool. So, machen wir auch nochmal eben. Cracked Surface 01. So, Save. Und im Grunde, wir brauchen das ja nur einmal abspeichern. Farben kann man ja immer dann dementsprechend gucken. Und ich möchte es als Orange jetzt in der Bibliothek haben. Das heißt, ich öffne jetzt meine Asset Library, mein Material. So, und füge dann hier Shift D -3 okay, und von dem entfernen wir jetzt das Material, speichern einmal wieder ab, Save, und dann fügen wir das Material hinzu mit Append, suchen uns die alte Datei Cracked Surface, Material Cracked Surface. So, dann müssen wir hier nur unser Cracked Surface auswählen und schon haben wir das in unserer Bibliothek oder vielmehr in unserer Datei für die Bibliothek. Dann speichern wir noch einmal Save und dann gehen wir in unsere Asset Library oder Asset Browser. Dann gehen wir auf unser Objekt und sagen hier beim Material wie immer Mark as Asset. Und dann haben wir das hier in unseren Unassigned drin. Um es jetzt allerdings noch passend verschieben zu können, müssen wir hier in unsere Asset Library und dann beim Material können wir es theoretisch bei Ground oder so einfügen. Und ich finde das Material jetzt schwer einzusortieren, weil es halt eben zu verschiedenen passen würde. Es wird zu World passen, es wird zu Ground passen, es wird zu Planet passen, zu Cracked Surface könnte ich erstellen. Deswegen schauen wir jetzt mal und ich sage jetzt mal hier Plus und den Katalog, den nenne ich jetzt wirklich einfach mal Cracked
Surface. Und dann nehme ich jetzt den und ziehe den rüber. Müsst ihr für euch gucken, entscheiden, wie ihr das am Ende haben wollt. Jetzt ist es hier ein Cracked Surface. Und jetzt müsst ihr hier oben nochmal bei Katalog Save Asset Katalog. Und dann ist der Stern hier oben weg. Und noch einmal File Save. Und damit haben wir das in unserer Asset Library. Und wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen auf All Libraries, gehen auf All und dann haben wir hier auch unseren Cracked Surface drin. So, jetzt sagen wir einfach wie immer, wir sagen, machen was Neues. New, General, und ziehen das Material mal hier drauf. Jetzt sehen wir, oh, ist ziemlich flach und das liegt jetzt wieder daran, dass wir nicht genug Geometrie haben. Das heißt, wir gehen hier auf Generate, Subdivision, Simple, dann hält er nämlich die Struktur bei und dann können wir hier 5 gehen. Und dann haben wir hier den Bump. Das wirkt jetzt sehr flach wegen unserer Beleuchtung. Moment. Shader. So. Und jetzt wirkt das auf dem Würfel nicht mehr so glatt, weil dann hier der Atmosphäre dementsprechend rein grätscht. Und so kann man das dann schön entsprechend benutzen und daraus entsprechende Sachen machen und kann man jetzt dann noch gucken, hier durchs Rumspielen weniger oder mehr Cracks am Ende und dann gucken, was einem am Ende gefällt, dass es schön aussieht. Veränderungen sind drin, sind möglich. Und von daher war es das jetzt mit diesem Material. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und beim Benutzen des Materials. Viel Spaß euch und bis zum nächsten Mal. Tschö!